Das eine Pferd, auf dem ich im Sattel saß, war aufgebracht, weil es dachte, wenn ein Berglöwe hinter mir ist, hältst du mich hier fest, Lady. Und es trat nach mir und schlug mich, versuchte mich abzuwerfen und schließlich rieb es mich ab, indem es mich in die Heuscheune rannte, die aus Beton ist, und es zertrümmerte meinen Schädel. Und ich sah mich fallen. Ich meine, ich war noch 1 oder 2 Schritte im Steigbügel fest. Und dann war es wirklich interessant, weil, als ich es beobachtete, war es nicht so schwer zu sehen. Es war fast wie das Ausziehen einer Jacke und aufs Bett werfen. Du bist fertig. Es war gewiss, dass es keine große Sache ist. Du entscheidest einfach, deinen Körper loszulassen. Ich freue mich, Leslie Lupo in der Show zu begrüßen. Wie geht's dir, Leslie? Mir geht es gut. Vielen Dank, dass du in die Sendung gekommen bist, meine Liebe, und deine bemerkenswerte Geschichte mit meinem Publikum teilst. Meine erste Frage ist, bevor wir auf dein Nahtoderlebnis eingehen: Wie war dein Leben vor diesem Nahtoderlebnis? Ich arbeitete persönlich und lebte auf einer Ranch. Fast schon Atheist, ohne jegliches Interesse an Spiritualität oder Intuition. Ganz und gar abgeneigt davon war ich im Grunde genommen. Ich habe hart gearbeitet. Ich war ein guter Mensch, aber es ging mehr darum, meiner Integrität treu zu bleiben, als gut zu sein wegen irgendeiner Religion. Ich war gegen Religion, weil ich das Gefühl hatte, sie wären Unsinn. Ich lebte und arbeitete auf einer Ranch 7 Tage die Woche und ich liebte Pferde. Als Frau des Besitzers war ich sehr beschäftigt mit den verschiedenen Aspekten. Ich hatte 2 kleine Kinder. So war ich in vielerlei Hinsicht sehr beschäftigt, fast zu beschäftigt, um zu erkennen, dass da eine Art innerer Takt war, der spielte. Es gab einen großen Teil meines Lebens, der sehr unglücklich war, den ich immer wieder beiseite schob, mit dem Gefühl, ich werde mich irgendwann darum kümmern. Nicht heute, nicht heute, aber ich war sehr beschäftigt. Also ja, du warst im Grunde genommen im Drama des Lebens verstrickt, im Kern. Sehr wohl. Und du denkst, da ist noch etwas an mir, das sich einfach nicht richtig anfühlt. Aber ich kann mich jetzt nicht darum kümmern. Ich bin zu beschäftigt mit diesen Dingen. Richtig. Es war fast so, als würde ich Wasser treten und nur meine Nase über Wasser halten. Und ich musste wirklich hart arbeiten, um das zu schaffen. Die Zeit mit meinen Kindern war phänomenal. Als Frau des Besitzers konnte ich sie den ganzen Tag sehen, mit einer Nanny, die sie zu den Mahlzeiten brachte. Oder ich ging ins Haus und hing mit ihnen ab. Ich liebte es, Mutter zu sein. Es bereitete mir immense Freude, mit meinen Babys abzuhängen und ihr Wachstum zu beobachten, wie sie sich entwickeln und verändern. Ist wunderbar. Also bist du überhaupt nicht religiös aufgewachsen oder hattest du? Aber du hast gesagt, das ergibt für mich keinen Sinn. Ja, sehr sogar. Ich wurde römisch-katholisch erzogen, mit 8 oder 9 Jahren. Als ich 9 Jahre alt war, erklärte ich mich zum Atheisten, nachdem ich mit Nonnen gestritten hatte. Sie behaupteten, dass nur getaufte römisch-katholische Menschen in den Himmel kommen. Das passte nicht zu mir. Schon damals dachte ich, nein. Ja, das war ein Teil davon. Ich wurde römisch-katholisch erzogen und es war einfach so. Denkst du, die anderen 3 oder 4 Milliarden Menschen auf der Welt haben einfach Pech gehabt? Ihr seid nicht die Auserwählten. Du kommst in die Hölle. Das hat mich erschreckt. Ich fragte, wohin sie gehen, und sie sagte, in die Hölle. Alle in der Klasse waren schockiert, weil sie dir das nicht sagen. Sie sagen nur, dass sie nicht in den Himmel kommen. Nun, ich hob meine Hand. Wohin gehen sie? In die Hölle. Was ist mit den Menschen, die vor Jesu Geburt starben? Sie sind alle in der Hölle. Ich konnte es einfach nicht begreifen. Es gibt ein paar Lücken in der Geschichte. Lassen wir es dabei im Handlungsverlauf, wenn du so willst.
Es war auch vor langer Zeit, ich weiß nicht, wie Sie jetzt darüber denken, aber das war ziemlich, es hat mich einfach abgeschreckt. Und ich sagte dann: „Nein, dann gibt es keinen Gott.“ Also hast du das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Ja, ich habe alles gemacht. Also sagst du, es gibt keinen Gott. Wenn das Gott ist, will ich nicht darüber reden. Genau. Das habe ich genauso gesagt, wenn es keinen Gott gibt, weil ich glaube nicht, dass das passieren würde. Und das war's. Ich dachte: „Nein.“ Und ich ging in die Wissenschaft schon in der Grundschule und im Gymnasium, weil ich die Gewissheit daran mochte, richtig. Weil es vorhersehbar und felsenfest war, richtig? Mir ist aufgefallen, dass die Menschen in jedem Moment der Geschichte denken, sie hätten alles herausgefunden, nicht wahr? Ich schätze die aktuelle Vorgehensweise sehr. Wenn ich mit Kunden zusammenarbeite oder jemanden neu treffe, scheint es, dass sie bereits wissen, dass du die Freiheit hast, deine Meinung zu ändern und eigenständig zu denken, anstatt sich zu beeinflussen lassen. Ich habe meine Kinder so erzogen, dass sie alle Autoritäten hinterfragen. Stellt Fragen, auch an mich. Wenn ich Nein sage, setzen wir uns hin und reden darüber. Das war wunderbar. Jetzt ist es schön zu sehen, wie sie das mit ihren eigenen Kindern machen. Ja. Aber wenn sie sehr jung sind, wird es anstrengend. Ich sage meiner Frau immer, diese Fähigkeiten werden großartig sein, wenn sie Teenager und Erwachsene sind. Aber im Moment treiben sie mich in den Wahnsinn. Richtig. Man muss vorsichtig sein, was man ihnen sagt. Ich sagte meiner Tochter, sie war wütend auf sich selbst. Selbsthass ist etwas, das wir alle überwinden müssen. Es ist der Menschheit innewohnend, weil Kinder sich selbst hassen, wenn sie Fehler machen. Ich versuchte sie zu beruhigen, und das ist tatsächlich logisch wahr. Ich sagte, es braucht 50.000 Fehler, bis du es wirklich verstehst. Dann war ich wegen etwas verärgert über sie und sagte, ich war wütend auf sie. Sie meinte, Mama, ich habe meine 50.000 Fehler noch nicht gemacht. Und ich dachte mir, okay, Mund halten und sehen. Du hast recht, wir sind fertig. Also gut, du hast definitiv die Religion, Gott und alles abgelehnt und bist direkt in die Wissenschaften gegangen. Erzähl mir, was an dem Tag passiert ist, als du deine Nahtoderfahrung hattest. Ich ging hinunter. Pferde sind sehr unberechenbar. Wir hatten einen Cowboy, der betrunken von der Nacht zuvor zur Arbeit kam, also schickte ich ihn nach Hause, um Unfälle zu vermeiden. Dann sprang ich in die Einfangabteilung, half aus und am Ende des Tages sattelten wir ab. Schließlich brachte ich alle Pferde herein, um sie abzusatteln. Es gab ein Pferd, das wir Houdini nannten, weil es aus jedem Knoten oder jedem Gehege entkommen konnte. Wir mussten ihn getrennt halten und er öffnete den Riegel und rannte zum Heuschuppen mit seinem Sattel. Und ich dachte nur, oh nein, denn wenn sie sich wälzen, können sie sich wegen des Sattels das Rückgrat brechen. Viele Pferde gehen raus und fangen an zu wälzen. Und ein anderes Pferd war schon runtergegangen. Also schnappte ich mir ein paar Halfter. Ich sagte den Jungs, ich hole sie. Und ich machte mich auf den Weg. Und ich sah, dass sie direkt nebeneinander standen und dachte, oh, das ist großartig. Ich gehe einfach dazwischen. Ich bekomme sie beide auf einmal, weil sie wie aneinander geklebt sind, fressen und mich ignorieren und ich versuche, mich durchzudrängen. Und schließlich war ich an einem Punkt, an dem ich mich umdrehte und die Rückseiten der Sättel packte und versuchte, mich zwischen ihnen durchzuschieben. Und plötzlich verließ ich meinen Körper. Und wenn du mich in diesem Moment gefragt hättest, was das ist, ich hätte gesagt, es ist mein Verstand. Es war, als ob ich etwa 15 Fuß zurückging und zusah, was passierte, und ich war wirklich schockiert. Ich war so schockiert, dass ich nicht einmal denken konnte. Es war einfach Zuschauen. Und dann plötzlich schrie eines der Pferde und begann zu rennen und ich hatte mich umgedreht und sah, was passierte und es drehte mich herum und mein Arm geriet in den Sattel, wo der Steigbügel ist
bis zu meiner Achselhöhle, und ich kämpfte darum, mein Gleichgewicht zu halten, während diese Pferde rannten. Und das eine Pferd, in dessen Sattel ich war verärgert, weil es dachte, wenn da ein Berglöwe hinter mir ist, hältst du mich hier fest, Lady, und trat nach mir und traf mich, um mich loszuwerden. Und schließlich rieb es mich ab, indem es mich in die Heuscheune rannte, die aus Beton ist, und es zertrümmerte meinen Schädel. Und ich sah mich selbst fallen. Ich war noch für 1 oder 2 Schritte im Steigbügel fest. Dann war es wirklich interessant, weil, als ich es beobachtete, war es nicht so schwer zu sehen. Es war fast wie das Ausziehen einer Jacke und aufs Bett werfen. Man ist fertig. Es gab die Gewissheit, dass es keine große Sache ist. Man entscheidet sich einfach, den Körper so loszulassen. Und ich erinnere mich, dass ich dachte, ich frage mich, ob jeder seinen Körper verlässt. Denn das Einzige, was ich wusste, war, dass ich tot war. Ich wusste, es war kein Traum, es würde keiner werden. Ich war bewusstlos. Ich wusste, dass ich tot war. Es war eine Gewissheit, wie jetzt mit dir spreche. Und das andere Ding, ich fing an zu lachen, weil ich nichts fühlte von dem Leid. Ich meine, mein Körper kämpfte und schrie vor Schmerz und Angst. Wenn das jemand gesehen hätte, hätte er gesagt, oh mein Gott, sie hat schrecklich gelitten. Und doch tat ich es nicht. Ich litt überhaupt nicht, weil ich irgendwie nicht wusste, was war. Ich meine, ich sah es und ich fühlte diese Friedlichkeit und dieses irgendwie wie, ich weiß nicht, ob man es Weisheit nennen würde, zu wissen, dass es mir gut ging. Dem Körper nicht, und ich war in diesem Moment nicht der Körper. Dann begann ich irgendwie, ich fühlte mich leichter. Es war fast so, als ob meine Zellen sich trennten und eine wunderschöne kleine Brise hindurchging. Ich fühlte mich sehr leicht, voller Freude und all meiner Sinne. Es war fast, als ob ich mich doppelt so lebendig fühlte wie in einem Körper, wegen all meiner Sinne. Völlig erwacht. Ich schaue dich an, und wenn du bemerkst, dass es in deinem peripheren Sichtfeld ein wenig weiter wird, wird es verschwommen. Nun, es war nicht verschwommen. Alles war scharf. Ich konnte so viele Geräusche hören, die sonst leise gewesen wären. Aber ich konnte sie hören. Ich wusste, was sie waren. Die Vögel oder Eidechsen, die herumkrabbeln. Man konnte sie rascheln hören. Und die Farben, Gerüche, alles war wunderschön. Es war nicht so, als würde ich überflutet von Information. Es war einfach wie wirklich alles auf eine Weise anzusehen. Ich hatte es noch nie so gesehen. So sehr ich die Ranch liebte und die Pferde und die Natur liebte, es war noch schöner auf diese Weise. Und ich musste mich irgendwie daran anpassen, weil ich mich wirklich elektrisiert fühlte. Und alles war in meinem Gehirn oder meinem Bewusstsein bewegte sich sehr schnell, aber ich war genau im Einklang damit. Interessant. Der Körper liegt also zu diesem Zeitpunkt auf dem Boden. Du bist getrennt. Du hast nichts von dem Geschehen gespürt. Du hast also gewissermaßen einen präventiven Rückzug gemacht, bevor etwas passiert ist. Also du beobachtest das alles, du hast all diese Gefühle, das ist alles noch auf der Erde, du bist immer noch auf der Ranch, schaust dich um und kannst auch hinter dich sehen. Ich würde sagen, nein, ich habe nicht 360 gesehen, aber mein peripheres Sehen war 180 breiter. Es war über 180. Es war fast wie vielleicht 240. Ja, genau so in etwa. Es ist hier ähnlich. Allerdings war es dir nicht möglich, dich umzudrehen. Viele Nahtoderfahrene sagen, dass sie sich umsehen können, aber du bist immer noch auf der irdischen Ebene, oder? Was wird als nächstes passieren? Nun, unten auf dem Feld sah ich die letzten beiden Fahrten beim Pferch ankommen, die schnellen Fahrten. Es weckte so viele nostalgische Erinnerungen, da ich früher selbst die Fahrten hereingebracht habe. Du hebst sie hoch, bringst sie rein. Plötzlich sahen mich alle und rannten herüber. Es ist schwer zu beschreiben, wie man sich bewegt.
da es nicht wie ein lineares Gehen ist. Es ist einfach so, dass ich irgendwo hinschaue und ich bin da. Also standen sie alle um den Körper herum und dann war ich direkt neben ihnen und sie drehten mich um. Und dieser eine Mann begann, CPR an mir durchzuführen. Und ein anderer Mann sprang von seinem Pferd und half ihnen. Die Cowboys brachten die Pferde weg, aber die Leute blieben, weil die Gäste alle wussten, wer ich war. Das Besondere an dieser Ranch ist, dass etwa 70% der Leute, die kommen, wiederkommen. Es ist also jede Woche wie eine große Familie. Also kannten sie mich alle und versuchten, mich wiederzubeleben. Und ich dachte, nein, tut es nicht. Tut es nicht. Weil ich mochte, wo ich war, aber alles. Nun, ich hörte Leute über einen Lichttunnel sprechen, wo sie hinaufgehen, und ich fühlte mich, als wäre ich über dem Boden. Aber es schien, als würde sich alles um mich herum verändern. Wie Tucson begann zu verblassen und das oben verblasste. Also, ich hatte das Gefühl, dass sich Dinge bewegten, und da waren diese drei Wesen, die wie helles Licht aussahen und irgendwie um mich herum gingen. Fast so, als wollten sie mich vor, was auch immer, ich weiß es nicht, vor einem Stoß oder so schützen. Und dann schließlich diese andere Welt, die wie ein wunderschöner Wald mit Ranken und einem Bach darin war, und all das begann langsam sichtbar zu werden. Und das war der Moment, als ich meinen Übergang nach oben abgeschlossen hatte, wie ich es nannte. Ich war benommen, so wach wie auf der Erde bei dieser Schwingung. Ich war wohl sehr benommen, als ich zuerst dort ankam. Okay, also bist du benommen. Was ist los? Bitte mach weiter. Was ist passiert? Ich glaube, das Erste, was mich wirklich traf, war, dass ich keine Angst fühlen konnte. Es war, als ob all dieser Kampf- oder Flucht- oder Erstarrungsreflex, den wir in unserer DNA, in unserem ureigenen tierischen Gehirn haben, verschwunden wäre. Und alles war so schön. All die Dinge wie die Bäume und die Blumen und die Ranken und die Farne. Alles war. Es hatte wie eine Schillerndheit darauf. Also, wenn du ein weißes Band ansiehst oder dann ein weißes Band mit Schillerndheit, ist es wie, das ist die Erde, das ist der Himmel. Und alles anzusehen war wie. Ich war einfach erstaunt. Ich bin einfach herumgelaufen. Die Menge an Liebe, die du von allem, was du siehst, bekommst, war. Es ist unbeschreiblich. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die Nahtoderfahrungen hatten. Auf Konferenzen hörte ich dasselbe. Es ist so schwer zu beschreiben. Im Buch habe ich versucht, dies zu tun. Es hat lange gedauert, es zu schreiben, da jeder neue Sinn mich inspirierte, sei es Klang oder Geruch, Gefühl hinzuzufügen. Also habe ich versucht, den Leuten klarzumachen, dass dies nur ein Bruchteil dessen ist, was man dort oben fühlt. Und einfach herumlaufen und Dinge berühren. Das Interessante ist, wenn du rausgehst bei Tagesanbruch oder Sonnenuntergang und auf einen Baum schaust, die Sonne dahinter steht und alle Blätter beleuchtet sind. Stell dir vor, der ganze Baum ist so, die Rinde beleuchtet, fast wie von innen. Keine Schatten. In meinem kleinen Wald sehe ich aus dem Fenster und viele Schatten. Keine Schatten, alles leuchtet irgendwie in sich selbst. Dann sah ich einen Tisch und einige Leute standen wieder darum. Also, ich ging rüber und sie sagten alle so etwas wie Willkommen zurück, als ob ich sie kannte. Dann bemerkte ich die Frau zu meiner Linken, eine Frau, die ich als Kind oft sah, mit Lichtwesen um sich herum. Ich dachte, alle könnten sie sehen, aber das stimmte nicht.
Deshalb wurde ich gehänselt, bis ich merkte, dass sie unsichtbar waren. Ich war etwa 5, 6, 4, 5, 6, 7 und sie erschienen einfach. Manchmal war es fast so, als hörte ich Glockenspiele. Oder alles hellte sich auf, wie kühlere Luft und eine Brise im Haus. Dann sah ich eines dieser Wesen, die nie mit mir sprachen. Nur einmal haben wir gesprochen. Doch die Liebe, die ich empfand und als begabter Schüler, um in der Schule glücklich zu sein, wenn sie lesen und schreiben lehrten, und das alles, weil ich es schon im Kindergarten konnte. Dann brachten sie mich in die Bibliothek und ich las Enzyklopädien, was ich wirklich cool fand. Also versuchte ich herauszufinden, wer diese Leute waren. Ich dachte, sie könnten keine Teufel sein, da ich katholisch erzogen wurde. Also müssen es Engel sein, weil ich mich immer so glücklich und geliebt fühlte. Ich spürte einfach so viel Liebe von ihnen. Und dann bemerkte ich, dass es ein paar dieser Lichtwesen gab, die ich auf der Erde gesehen hatte. Aber die einzigen 2 Personen, die mit mir an diesem Tisch sprachen, es waren 11 Leute. Wir setzten uns und begannen zu reden. Ich fühlte mich sehr benommen. Manchmal, es war interessant, weil, wenn ich eine Frage stellte, wie? Mina war zu meiner Linken und Raoul zu meiner Rechten. Und Mina würde anfangen zu antworten. Oder ich bekam ein Wort. Aber das Ganze war ein sofortiger Download. Also wie in meinem Buch gibt es Zeiten, in denen wir Gespräche führen, die sich über Seiten erstrecken. Aber das ganze Gespräch wurde sofort heruntergeladen und verstanden. Sofort. Also, dann sagten sie mir, ich hätte eine Wahl. Ich könnte dort oben bleiben oder zur Erde zurückkehren. Hätte ich damals entschieden, wäre ich nicht zurückgekehrt. Es war so schön. Und so, sagte Rahu. Wir gingen zu einem Ort. Es war ein Ort, den ich früher gerne besucht habe. Da ist eine große Höhle hinter einem Wasserfall. Und ich ging dort immer meditieren. Und auf dem Weg dorthin sah ich dieses Erstaunliche. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es war einfach dieser Ball des Bewusstseins, den ich als die Quelle oder das Ultimative erkannte. Bewusstsein. Und es war sich meiner bewusst, mit all meinen kleinen Macken und Schwächen. Es war sich meiner bewusst und liebte mich. Wenn du an die Kindheit denkst, lehrte man uns, Gott zu verehren. Mit etwas Glück mag uns Gott oder tätschelt uns auf den Kopf. Und das war wie, ich konnte diese intensive Liebe von mir spüren. Dann spürte ich auch diese Anbetung, die auf mich zukam, wie diese vollständige und von Kopf bis Fuß. Liebe. Dann bemerkte ich etwas anderes. Als ich in den Himmel schaute, war es eine andere Art von Himmel, fast wie Flickwerk, anstatt einer einheitlichen Farbe. Es schien, als ob ich durch den Boden in eine andere Welt blickte. Und Rahu erklärte mir das. Er sagte, es gibt eine Vielzahl von Reichen. Du kannst hinaufgehen, dich umdrehen, wieder hinuntergehen und ins Göttliche eintreten. Ich nannte es das Göttliche. Er kann ganz nach oben gehen und zurückkommen. Dinge. Das ist ein Problem, weil manchmal, wenn ich oben eine Frage stellte und sie mir antworteten, ergab das vollkommen Sinn. Doch als ich zurück auf die Erde kam, dachte ich, was meinten Sie damit? Mein Gehirn ist wieder im menschlichen Körper aktiv. Ich dachte, ich hätte Notizen machen sollen oder so. Es klingt, als hättest du mit einem Ältestenrat gesprochen. So klingt es. Nun, das war es tatsächlich. Ein Teil meiner Gruppe. Mir wurde gesagt, dass es eine Gruppe von uns gab. Einige von ihnen kamen herunter. Und
da ging ich in diese Halle der Aufzeichnungen und ich sprach mit diesem sehr großen Wesen. Es war interessant, denn wenn ich jemanden ansah, wusste ich irgendwie ihren Namen. Als ich sie traf, war ihr Name wie eine disharmonische Reihe von Klängen und ich konnte ihn nicht verstehen. Sie sagte, auf der Erde werde ich Saraswati genannt. Sie war die Göttin des Wissens im Hinduismus. Nun, ich wusste nicht, wer sie war. Zu der Zeit überhaupt nicht. Wir sprachen viel darüber, warum ich heruntergekommen bin. Eine andere Sache, ich fragte, warum jetzt? Sie zeichnete ein Bild, einen Punkt, ein tiefes V mit einem Punkt und am Ende einen Punkt. Es ergab Sinn. Sie sagte, es sah für mich so aus, dachte ich, vielleicht gibt es einen Riss in der Wand, erst Jahrzehnte später, als jemand mein Horoskop für diesen Tag machte. Und Jupiter und Venus waren hier und Pluto war am unteren Ende dieses V. Ich hatte, wie er sagte, etwa 26 Minuten, um reinzukommen und wieder rauszugehen, ohne Schaden zu nehmen. Und das war einfach verrückt, weil das, wie gesagt, Jahrzehnte später war. Dann ergab das V für mich Sinn. Ich dachte immer, es wäre wie ein Riss in der Wand, durch den ich geschlüpft bin. Ich habe es nicht verstanden. Ist die Halle der Aufzeichnungen so etwas wie die Akasha-Chronik, würdest du sagen? Ich denke schon. Ich nehme es an. Sie nannte es nicht die Akasha-Chronik, aber es war ein Archiv. Ich meine, es war eine riesige Halle, hatte all diese kleinen Schubladen, die entweder Schriftrollen oder Bücher enthielten. Und sie sagte, ich habe dort oben oft Zeit verbracht und gelesen, weil es ständig erweitert wird, weil wir wachsen. Es schien mir fast so, als ob das menschliche Bewusstsein wächst, das Göttliche wächst und die Engel wachsen und alle anderen Lichtwesen sich auch erheben. Es ist also eine kollektive Energie, die sich ausdehnt. Eine wichtige Lektion, die ich gelernt habe, ist, dass der Lauf der Geschichte nicht mehr von einer einzelnen Person geändert werden kann, da es zu viele Menschen gibt. Es ist schön zu sehen, wie Menschen verschiedener Religionen zusammenkommen, die Waffen niederlegen und sagen, dass wir alle Gott auf unsere eigene Weise lieben, begleitet von Respekt. An Menschen, die erkennen, dass diese Dinge es nicht wert sind, dafür zu sterben, und die Tatsache, dass die Menschen globaler werden und für globale Ziele arbeiten, die Erde heilen. Das Wetter und dass sie anfangen zu sagen, dass es wichtigere Dinge gibt, als dass eine Person alles hortet und dass es geteilt werden muss. Und das ist, das genossenschaftliche Unternehmen war früher sehr wettbewerbsorientiert. In den letzten 10 Jahren haben einige davon am meisten verdient. Millennials kaufen gerne bei Unternehmen, die einen Teil der Gewinne abgeben und dies auf ihrer Webseite transparent darstellen. Dies zeigt einen klaren Trend hin zu mehr Transparenz und sozialem Engagement in der Geschäftswelt. Die Menschen in der Fertigung werden transparenter, was wirklich gut ist. Also gibt es eine ganze Reihe von Bewegungen dieser Art. Und das war eine der Sachen, die Sie mir gesagt haben, dass eine der Sachen, für die ich gekommen war, meine Gruppe war, um die Verbreitung dieser generationellen Vorurteile zu stoppen. Also nimm jemanden, der nicht jemanden hassen wird, nur weil er nicht katholisch ist, und setze ihn in eine katholische Religion und die Person sagt, ich kann das nicht tun, anstatt ich werde das tun und mich einer Gehirnwäsche unterziehen, um zu denken, dass wir alle in den Himmel kommen. Oh, ihr armen Leute, na ja. Und da sieht man Leute, die herausfordern, wie der Typ von der Tabakfirma, der es herausgefordert hat. Und das sieht man immer wieder, wie die Leute Dinge verändern und sicherstellen,
dass sie an einem Ort sind, wo sie inklusiver sind. Eines der größten Dinge im Internet ist, wenn Menschen in einen Fluss springen, um ein junges Reh zu retten. Wir sind das einzige Tier, das sein Leben riskiert, um ein anderes Tier zu retten. Das ist nicht unsere Spezies, nicht unser Haustier ohne Beziehung zu uns. Doch wir sehen das und das ist das Beste an der Menschheit. Und persönlich denke ich, außer den White Sox-Fans, nein, nur Spaß. Persönlich denke ich, Entschuldigung, persönlich denke ich, dass die meisten Menschen sehr anständig sind. Es gibt viel Fehlinformation, daher ist es wichtig zu hinterfragen und Fragen zu stellen, anstatt alles niederzubrennen. Einfach Fragen stellen und recherchieren. Wenn du Informationen erhältst, woher kommen diese Informationen? Versuche, die Wahrheit herauszufinden, denn das, was sie sagen, wird sich ändern. Es ist, wenn wir als Einheit arbeiten, anstatt verschiedene Länder, Städte, Farben und Religionen zu haben. Nein, ihr seid alle eins. Und das wird immer deutlicher. Wir sind immer noch oben. Du bist in der Halle der Aufzeichnungen, also bist du im Grunde hereingekommen. Die Welt hat sich um dich herum verändert. Es gibt 3 Wesen. Du bist zu einem Rat der Ältesten gegangen. Ihr hattet Gespräche. Gab es dort noch andere Gespräche? Ja, in der Höhle. Ich ging in die Höhle und Jesus war dort. Okay, von welcher Höhle sprechen wir? Nun, als wir den Tisch verließen, gingen Rau und ich zu einer Höhle hinter einem Wasserfall. Er sagte, du hättest es früher genossen, dort einfach zu meditieren. Ja, also gingen wir dorthin und als ich hineinging, war es wunderschön. Es war wie weißer Marmor und tatsächlich wie ein Kreis herausgeschnitten. Wie ein großer, runder Kreis. Es war wunderschön gestaltet. Ich ging hinein und da war Jesus. Wenn ich unten gewesen wäre, hätte ich gesagt, was machst du hier? Geh weg. Aber er strahlte hell und bat mich, mich auszuruhen. Dann begann er damit. Es war Sandelholz und Rosenöl, duftend, aber er begann, es auf all meine Chakren aufzutragen und er sagte, du hast eine immense Menge Arbeit geleistet. Es ist Zeit für dich, dich auszuruhen. Wir schätzen, was du getan hast. Entspann dich einfach hier. Und wir sprachen noch über die Entscheidung, die ich treffen musste. Er sagte, wenn du bleibst, wird alles gut. Wenn du zurückgehst, wird auch alles gut. Also mach dir keine Sorgen. Du musst tun, was du willst, kurz gesagt. Dann, es ist fast so, als ob ich die Augen geschlossen oder ein Nickerchen gemacht hätte. Als ich sie öffnete, war er weg. Und du hattest all diese Liebe, die von ihm ausging. Jedes Wesen, das du getroffen hast, es war einfach. Aber einige waren etwas größer als andere. Seine Aura war so hell, dass man seine Füße oder den unteren Teil seiner Beine nicht sehen konnte, weil er verschwommen war. Als ich herauskam, ging ich in die Halle der Aufzeichnungen und sprach mit Saraswati. Als ich wieder herauskam, stand Nina dort, die Dame im blauen Kleid, die ich als Kind kannte, die blaue Dame. Wir gingen in einen kleineren Raum, waren nur 6 am Tisch, mit Rau, Nina, ein paar anderen und mir. Wir begannen zu reden und kamen zu den wirklich wichtigen Fragen. Wie? Was ist passiert? Was willst du tun? Nach dieser Erfahrung mit Jesus, der kleinen Salbung und dem Nickerchen fühlte ich mich nicht mehr benommen. Ich fühlte mich vollständig, voller Energie. Als wir sprachen, stellte ich viele Fragen. Wie, was passiert, wenn ich bleibe? Was passiert, wenn ich gehe? Wenn ich bleibe, was habe ich vorher gemacht? Es schien, als ob meine Seelengruppe dafür verantwortlich war, diese zu pflanzen, was ich später blinde Bodhisattvas nannte. Und lass uns über den Dalai Lama sprechen. Er kam herab, ist ein Bodhisattva, in einer spirituellen Familie geboren.
Mönche kannten Datum und Koordinaten, gingen ins Dorf und fanden ihn. Sie brachten ihn und seine Familie zurück ins Kloster. So erhielt er eine besondere Ausbildung. Und um die Mitte des 18. Jahrhunderts hatte sich das globale Bewusstsein verändert. Denn wenn man an Menschen wie Teresa von Avila denkt oder an einige der Heiligen und heiligen Menschen in allen Kulturen. Sie wurden in Kulturen und Familien hineingeboren, die das Geschenk dieses Kindes erkannten und erhielten die richtige Ausbildung, um sich auf spirituelle Konzentration vorzubereiten. Es geht darum, im Physischen zu sein und man vergisst das Spirituelle. Aber wohin gehen sie? Sie gehen in Kirchen und Klöster und Moscheen und Tempel und die Berufenen gehen. Aber was ist mit den Menschen, die nicht berufen sind und verkatert vom Vorabend oder sich gegenseitig wirklich gemein zu sein? Also, um die Mitte des 18. Jahrhunderts meldete sich eine andere Gruppe von Bodhisattvas freiwillig für eine weitere Stufe, um aufzusteigen. Und das war, in sehr junge Familien hineingeboren zu werden, nicht ältere Seelen, sondern jüngere Seelen und zu sein, die Lehren zu erfahren und die Fähigkeit zu haben, zu sagen, nein, das kann ich nicht tun, ich kann dir darin nicht folgen. Und es begann in den 1850er Jahren. Und was sie mir zeigten, kurz vor und während des Zweiten Weltkriegs, kam eine riesige Menge dieser sehr, sehr alten Seelen herunter, weil mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg so viele Menschen in diesen Kriegen getötet wurden, aus purem Hass, Menschen, die Menschen töteten, dass sie haben sozusagen das Deck geladen, also in der. Du hast viele sehr alte Seelen, die hereinkommen. Weiterging. Da kamen die Hippies auf, weil es in denen einen großen Wandel gab. Das waren Menschen, die in denen geboren wurden, die in eine andere Richtung gingen und sagten, nein, wir können es nicht nur tun, weil ihr sagt, wir sollten es tun. Viel gesellschaftlichen Umbruch gab es. Wir hatten viele Märsche. Viele starben in Vietnam. Viele verrückte Dinge passierten. Das war der Treibstoff. Also, was sie mir zeigten, waren Bodhisattvas, blind gefaltet, ohne Erinnerung an sich selbst. Der Dalai Lama sah die Mönche anscheinend mit 5 oder 6 Jahren. Er spielte in der Kunst, sah die Mönche, rannte zum Familienaltar, schnappte sich Perlen, sagte Tschüss, Mama und lief hinaus. Sie folgte ihm, fragte, wohin gehst du? Die Mönche trafen sich, brachten ihn herein und berührten ihre Stirnen bei der Begegnung. Er ist ein Baby, also kannte er sich. Die verblindeten Bodhisattvas wissen nicht, wer sie sind. Sie wissen es überhaupt nicht. Ich nenne sie jetzt Houdini-Kinder, nachdem ich eine Dokumentation über Magier gesehen habe. Houdini wird gezeigt, wie man ihm die Augen verbindet, während er auf einer Plattform steht. Meine Führer sagen, ding, 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 schau dir das an, schau dir das an. Weil Blindfolded Bodhisattvas ein Zungenbrecher ist. Und sie haben ihn gefesselt. Sie steckten ihn in einen Sack. Nun, sie haben ihn gefesselt, dann in den Sack gesteckt und in den Fluss geworfen. Und genau das erleben diese Blindfolded Bodhisattvas, weil sie den spirituellen Weg ohne Lehrer in sich selbst finden müssen. Und einige von ihnen haben so sehr gelitten, dass sie einfach sagten, ich kann so nicht leben. Es muss etwas anderes geben. Also fing ich an, sie Houdini-Kinder zu nennen. Und ich habe viele Informationen über diese Houdini-Kinder auf meiner Webseite, weil viele von ihnen sich gefühlt haben wie ein Wechselbalg seit vielen Jahren. Ich habe Workshops für Leute gemacht, die Houdini-Kinder sind, ohne es wirklich zu benennen. Es ging darum, Selbstliebe und Vergebung zu lernen,
sich selbst zu vergeben und wirklich im Frieden zu sein mit dem, wer ich bin, mit all meinen Macken und Dellen. Es war etwas, das ich in Einzelsitzungen sagen würde, oh mein Gott, du bist ein Houdini-Kind. Und ich erkläre Ihnen, was es war. Diese eine Frau legte ihren Kopf auf den Tisch und fing an zu weinen. Sie sagte, oh mein Gott, das ergibt so viel Sinn, weil sie sich isoliert gefühlt haben. Sie wurden von ihrer Gemeinschaft oder Kultur oder Familie oder einer Kombination davon verstoßen. Und sie dachten, okay. Und plötzlich erkannten sie, Moment mal, wenn du es wusstest und dich freiwillig gemeldet hast, bist du eine sehr alte Seele und du hast all dieses Licht in dir. Dann trafen sie andere Houdini-Kinder und dachten, wow, wir waren alle irgendwie die Isolierten oder die Wechselbelger oder die mir ein Mann erzählte, er saß immer am Fenster, weil zu einem Zeitpunkt in den Nachrichten, als er etwa 10 oder 11 war, gab es großes Aufsehen, weil 2 Babys bei der Geburt versehentlich vertauscht worden waren. Und sie waren jetzt 6 oder 7 Jahre alt. Und sie erkannten und fanden die Eltern und sagten, ihr habt das falsche Kind. Und es war das Trauma von, Moment, das ist mein Sohn. Nein, das stimmt wirklich nicht. Er hörte zu, etwa 10 oder 11 Jahre alt. Er erzählte, mir ist das passiert. Ich wurde bei der Geburt vertauscht, da ich mich mit diesen Leuten nicht identifizieren kann. So war es schön zu begreifen, dass diese Gruppe heruntergekommen war. Und meine Seelengruppe oben war diejenige, die diese Bodhisattvas, die blind gefalteten Bodhisattvas, platziert hat. Und was wir taten, war fast wie das Betrachten einer großen Karte. Wo diese alten Seelen waren, leuchteten kleine Lichter, etwa so groß wie ein Reiskorn. Wenn du eine Seele hier und eine dort hattest, platziertest du sie dazwischen, weit entfernt von diesen Lichtquellen. Und je öfter du es machst, desto kürzer wird der Bereich. Es gibt viele dieser Houdini-Kinder auf der Erde, die selbst 15- und 14-jährige Kinder sind, die die Welt anhalten und sagen, nein, das ist großartig. Also all das passiert in diesem Raum. Du bist also im Grunde genommen in diesem kleinen Raum. Sie erklären dir all diese Dinge, richtig? Ein Austausch von Informationen. Du kannst diese behalten, was selten ist. Meistens wird es vergessen, wenn du zurückkommst. Du bekommst Einblicke, aber nicht so detaillierte, wirklich reale Informationen. Weißt du, es ist interessant. Sie fragten mich irgendwann, ob ich mich erinnern möchte, ja oder nein. Wir sprachen darüber und ich entschied mich dafür. Sie sagten, okay, aber du musst wissen, wie isolierend es sein wird. Als ich sagte, dass ich zurückgehen würde, versuchten sie mich davon abzubringen. Sie meinten, es wird sehr isolierend sein. Viele Menschen, die Nahtoderfahrungen hatten, sprechen nicht über die Zerbrechlichkeit, die wir fühlen. Manchmal fühle ich mich wie ein Kartenhaus, weil bestimmte Dinge werden irgendwie. Es ist, als ob du etwas ansiehst und du fühlst so viel überwältigenden Schmerz, weil du die Nachrichten siehst und du fühlst die Hilflosigkeit, dass du Menschen hörst, die außergewöhnliche Dinge tun, die kurzsichtig und schädlich sind. Und du kannst nicht einfach hingehen und Bibbidi Bobbidi Bub sagen und sie dazu bringen zu verstehen, dass das, was sie tun, so falsch ist. Und es war, glaube ich, genau diese Hilflosigkeit, die mich so schlecht fühlen ließ. Vor dem Unfall, den ich hatte, an einen Ort der völligen Hilflosigkeit kommen. Und deshalb, als ich mit Saraswati sprach, fragte ich, warum das kam. Sie sagte, erstens hast du das, zweitens hattest du die Hoffnung verloren und so kamst du zurück, jetzt kannst du kommen oder gehen. Und ich sollte mit 21 gehen. Ich war mit einem aus meiner Gruppe unterwegs und wir planten uns als Paar bei einem Autounfall zu treffen. Kurz vor dem Unfall entschied ich mich, nach Chicago zurückzukehren.
Wir waren in Albuquerque, als er bei dem Unfall starb und ich bereits in Chicago war. Er versuchte mich zu überreden, bei ihm zu bleiben, aber ich lehnte ab. Ich musste zurück, um mein Studium selbst zu finanzieren. Er hatte Geld und bot an zu zahlen, aber ich lehnte ab. Dann ging ich zurück. 4 Tage später war er tot. In Chicago fragte ich mich, was passiert war. Ich wäre mit ihm im Auto gewesen. Hast du das von der anderen Seite gehört? Haben sie es gesagt? Nun ja, sie haben mir nichts vom Autounfall erzählt. Sie sagten nur, dass du mit jemandem weggefahren bist. Und er kam zurück und du hast dich entschieden zu bleiben. Das war alles, was sie sagten. Es war. Als ich wieder hierher kam und anfing nachzudenken, da wurde mir klar, nun, es war etwas, das mir wieder einfiel. Das Gefühl, dass ich habe abgesagt. Ich entschied mich, nicht zu gehen. Während einer erstaunlichen Vision, sah ich, wie sich Menschen wie beim Tod vorbereiten, sich von der Erdachse entfernen und kleine Fäden an dir brechen. Wir führten das durch. Ich blickte immer wieder zur Erde, ließ schließlich seine Hand los, kehrte zurück und er ging weiter. Mir wurde immer gesagt, dass wenn ich mit jemandem arbeite, der intuitiv begabt ist, sie immer sagen, Gott, du liebst die Erde. Ich antworte dann, ja, das tue ich, weil sie oft zurückkommen. Gab es in diesem Treffen noch andere bemerkenswerte Informationen, die sie teilten? Es ist alles so verschwommen, aber im Grunde ging es darum, auf Hoffnung hinzuarbeiten. Sie sagten, du kamst im ersten Teil deines Lebens herunter. Du brachtest Vergebung, weil du sehr vergebend warst. Jeden, der mich verletzte, habe ich immer vergeben. Ich habe nie einen Groll gehegt und ich bin Sizilianer. Man soll Groll hegen. Ich konnte es nicht. Und ich war sehr vergebend und sehr beschützend gegenüber den Menschen, die ich liebte, aber sehr vergebend. Wenn Menschen Fehler machen, das tun wir alle. Also sagte sie, dieser Teil ist, du wirst. Hoffnung einpflanzen und zeigen. Menschen, das Licht in sich selbst. Deshalb habe ich einige Übungen entwickelt, damit die Menschen nicht so stark an ihren Rollen festhalten, sondern verstehen, was sie antreibt. Ein Hund griff mich an, als er in eine Beinfalle trat. Er ist mein Hund, sie verehren dich. Aber er griff mich an, als ich meine Hand in seine Nähe brachte. Es gab einen Knopf zu drücken, um es zu öffnen, aber er wusste es nicht. Wir wanderten in den Bergen von New Mexico. Und so sprang ich zurück. Er riss meine Jacke. Er griff mich so heftig an, großer Hund. Und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Dann hörte uns ein Wanderer, kam und tat, was ich hätte tun sollen. Er zog seine Jacke aus, bedeckte Orions Kopf, drückte den Knopf, sprang vor mich und hielt die Jacke hoch. Orion war dann in Ordnung. Er humpelte. Keine tödliche Wunde. Aber sicher ist, ich wurde nie wütend auf ihn, weil er mich gebissen hat, weil wer würde das natürlich tun? Aber das wurde zu einer Lebenslektion. Wenn also jemand kommt und sagt, Leslie, du bist hässlich, fett und dumm, würde ich sie ansehen und sagen, wow, du bist wirklich verletzt, anstatt es persönlich zu nehmen. Also habe ich in jungen Jahren gelernt durch diese Erfahrungen, und das ist eine der Dinge, die Saraswati mir gesagt hat, war, du nimmst eine Erfahrung und machst daraus eine Lebenslektion, was es leicht macht zu lehren. Wenn also jemand kommt und dir ins Gesicht sagt, kannst du sie ansehen und sagen, wow, da ist ihre Bärenfalle. Das ist also eine einfache Sache, die Menschen sofort übernehmen können. Und dann lernen, sich nicht in den Rollen zu verfangen, die wir spielen, weil du habe unsterbliche Seele. Und so ist eines der Dinge, wenn ich den Impuls habe, Leute zu schlagen, weil ich das tue, tue ich es nicht. Und ich lache einfach und sage, da ist dieser menschliche Teil von mir. Also, deine unsterbliche Seele ist wie, stell dir dein Lieblingsbonbon vor. Meins ist Schokoladentrüffel. Also hier ist ein Schokoladentrüffel. Das ist Liebe.
Und das ist deine unsterbliche Seele. Und dann hast du eine Hülle darum, um es zu schützen. Das ist das menschliche Bewusstsein. Kampf, Flucht oder Angst. Wenn ich das Bedürfnis verspüre, jemanden zu schlagen, lache ich einfach und sage, oh, da ist die Hülle. Denn das bin nicht ich. Das bin nicht ich. Ich bin die unsterbliche Seele. Ich bin der Teil von mir, der außerhalb meines Körpers stand. Als ich außerhalb meines Körpers war, war ich Leslie Code. Ich war nicht etwas. Ich war kein Lichtball. Ich war ich. Und ich hatte all meine menschlichen Erinnerungen. Aber ich war in meinem Lichtkörper, in meiner unsterblichen Seele. Also, wann sagst du, okay, ich gehe zurück? Bist du einfach wieder in deinen Körper zurückgeprallt? Bist du einfach leise in den Körper zurückgegangen? Wie lief das ab? Da war der Raum, in den wir gingen, lang und mit einer welligen, fernen Wand. Es sah aus wie eine Wand, die ich für einen Wasserfall hielt, wegen der vielen Wasserbrunnen. Ich dachte, es sei ein Indoor-Wasserbrunnen. Als ich mich entschied und wir sprachen, ging ich hinüber. Beim Durchqueren dieser Energie, die ich für einen winzigen Raum hielt, stellte ich fest, dass es anders war. Es war wieder ein größerer Raum. Rau war bei mir zu diesem Zeitpunkt und alles begann sich zu verlangsamen. Ich fühlte mich, als würde ich zerquetscht werden. Ich sage immer, es fühlte sich an, als würde ich wieder in eine Wursthülle gepresst. An einem Punkt war es fast schmerzhaft. Der Klang, anstatt all der schönen Musik oder des Gesangs oder der Stimmen, die ich kaum hören konnte. Es war wie ein Ton, der immer tiefer und tiefer wurde, fast schmerzhaft. Und ich machte so, und Rau stoppte den Prozess und sagte, du musst nicht gehen. Ich antwortete, nein, ich werde es tun. Dann beugte er sich vor und sagte, erinnere dich, jeder Atemzug ist kostbar. Deshalb habe ich mein Buch so genannt. Erinnere dich, jeder Atemzug ist kostbar. Denn es gibt Zeiten, in denen ich hier auf dem Planeten innehalten muss. Was habe ich nur gedacht? Ich wünschte, ich wäre wieder zu Hause, aber dann erinnere ich mich, dass jeder Atemzug kostbar ist. Jeder Atemzug, den du nimmst, ist heilig und kostbar. Und das bringt mich zurück in diesen erweiterten Zustand, weil die Welt einen zerdrückt und es geht darum zu lernen, wie man meine Menschlichkeit mit meinem Geist in Einklang bringt. Es geht nicht darum, meine Menschlichkeit zu löschen, sondern sie zu integrieren. Ich denke, dass die Menschheit sich genug entwickelt hat, um menschlich und spirituell zu sein. Ein indischer Heiliger, Sri Aurobindo, schrieb um 1900, dass Klöster und Tempel sich öffnen sollten, damit spirituelle Menschen in die Geschäftswelt gehen und das Geschäft spirituell machen. Es hat 100 Jahre gedauert, aber es passiert. Stück für Stück. Bist du zurück in deinem Körper und hast den Schmerz gespürt? Was ist passiert? Ja, es war interessant, denn das Erste, woran ich mich erinnere, war, als ob ich auf den Boden aufschlug. Es war, als ob alles zerquetscht wurde. Zerquetscht. Dann wurde ich plötzlich aufgerüttelt. Später erzählten alle, dass sie aufgehört hatten, mich wieder zu beleben. Ein Cowboy wurde angewiesen, Bob zu finden, weil ich verschwunden war. Und sie wussten nicht, was sie tun sollten. Es gab keine Atmung, keinen Puls. Sie hatten 5 oder 6 Minuten lang CPR gemacht. Als wir es später berechneten, war ich tot für zwischen 12 und 15 Minuten. Und sie hatten aufgegeben. Dann plötzlich zuckte ich und setzte mich auf. Nun, das Einzige, woran ich mich erinnere, ist, dass ich einen blauen Himmel sah, der durchgehend blau war. Und da waren ein paar Damen und ich konnte den Rand der Heuscheune und einige Bäume sehen. Und dann wurde ich ohnmächtig. Aber anscheinend setzte ich mich auf und der Mann war ein Arzt
der versuchte, die Herz-Lungen-Wiederbelebung durchzuführen. Sagte, alle riefen, Leslie, geht es dir gut? Und ich sagte, natürlich geht es mir gut. Und er sagte, warte. Und er sagte, wie heißt du? Und ich sagte, na ja, sie nennen mich Leslie. Und dann fragte er, wo bist du? Ich sagte, Chicago. Er fragte, wie alt bist du? Ich sagte, 14. Inzwischen kam Bob herbei und dieser ältere Mann kam auf uns zu. Sie fragten, weißt du, wer er ist? Ich sagte, ist er mein Vater? Und sie sagten, nein. Dann wurde ich ohnmächtig. Also war ich Wochen im Koma. Und dann kam ich heraus und hatte viel Amnesie, weil ich mich an vieles nicht erinnern konnte. Meine Mutter war sehr geduldig. Sie kam täglich ins Krankenhaus, um mir vorzulesen oder mit mir zu sprechen und brachte viele Bilder. Ich erinnerte mich nicht, aber ich wollte allen von meiner Erfahrung berichten, weil ich sie Minute für Minute festhalten konnte. Es ist etwas, das so tief in dir verankert ist, wenn du solche Erlebnisse hast, dass du sie nicht vollständig vergisst. Und so. Mein Arzt mochte das nicht. Er überzeugte alle, dass ich psychotisch war. Eines Nachts kam er herein. Es war wirklich erschreckend, weil ich mich so hilflos fühlte. Er setzte sich auf das Bett und fing an, mich in die Schulter zu stoßen. Er drohte, mich mit Medikamenten zu füllen, bis ich nicht mehr wusste, ob es Tag oder Nacht war, und mich in eine Psychiatrie einzuweisen. Und ich war entsetzt, als er fertig war, dass ich mich von ihm abwandte. Und ich schluchzte. Es war eine Krankenschwester im Raum, als er die Tür aufriss und hereinkam, um mich anzuschreien, und dann hinausmarschierte. Und sie kam herüber, begann meinen Rücken zu reiben, und ich weinte. Dann sagte sie, ich habe diese Geschichte schon gehört. Ich war total überrascht. Und sie meinte, manche Leute sprechen darüber, weil sie eine Intensivkrankenschwester war. Sicher, sie sagte, manche Leute reden darüber. Am nächsten Abend kam sie mit einer anderen Krankenschwester zurück. Sie setzten sich aufs Bett und wir redeten nur ein paar Minuten. Ich hatte solche Angst. Dann machte ich dicht. Ich habe mit niemandem darüber gesprochen. Aus Angst, dass es gegen mich verwendet wird und ich in eine Psychiatrie eingewiesen werden könnte, weil meine Eltern, Familie und mein Mann ihm glaubten. Alle glaubten ihm. Sie hätten jedes Papier unterschrieben, um zu sagen, ja, nehmt sie, bringt sie dorthin, macht sie gesund. Sie dachten, es wäre ein Defekt. Wie lange lebtest du als beinahe Toter verborgen? Mal sehen, das war 88. Und ich begann bei Canyon Ranch zu arbeiten, in der metaphysische Abteilung in. Ich kann mich nicht erinnern. So Mitte der 90er. Ich bin nicht gut mit Daten. Selbst dann habe ich nicht oft darüber gesprochen, weil ich zu einer spirituellen Gruppe ging, die fragte, was hat dich zurück zum Glauben gebracht? Alle erzählten ihre Geschichten, also begann ich von meiner Nahtoderfahrung zu erzählen. Die Dame bat mich zu bleiben. Sie unterbrach mich, ließ mich nicht ausreden und ging zur nächsten Person über, da jeder 10 Minuten haben sollte. Sie sagte nur, oh, das ist nett, bevor sie die nächste Person unterbrach. Ich dachte nur, okay, was auch immer, als sie mich an der Tür drängte und sagte, komm nicht wieder hierher, wir sind nicht interessiert an deinem Dreck. Ich dachte, ich könnte mit niemandem darüber reden. Dann kam die Internationale Vereinigung für Nahtoderfahrungen nach Tucson und ich hörte zu. Ein Jahr verging, das war 2009. Wahrscheinlich 2010 hob ich erstmals die Hand und gestand, ja, ich hatte so eine und teilte es nur in der Gruppe. Ich sprach nur so viel darüber, weil jedes Mal, wenn ich anfing darüber zu sprechen, schauten die Leute mich an wie, oh, da ist die verrückte Leslie. Es ist erstaunlich, wie die Leute es einfach schaffen. Mich überraschte, wie die Leute
In der christlichen Religion dachte ich habe mit Jesus gesprochen. Man würde denken, sie wären darüber begeistert. Oh nein, Jesus ist der Einzige, der von den Toten auferstanden ist. Und ich denke nur, Moment mal. Menschen werden ständig nach einer Operation wiederbelebt, nachdem sie tot waren. Sogar nach 45 Minuten unter Eis und sie werden wiederbelebt. Aber Leslie, vergiss nicht, der Planet ist erst 6000 Jahre alt. Offensichtlich, ja, Ich denke, wir sind so, das passt gut. die Dinosaurier, Fake News. Wir vergessen diese Dinge. Aber interessant ist mein Vergleich. Erstgeborene sind wie Vorschulkinder, ältere Seelen wie Master und Doktoranden. Die Welt ist ungefähr in der 4. Klasse. Insgesamt sehe ich es so. Doch mit einem Zweitklässler über Physik zu sprechen, ist schwierig. Das ist eines meiner Lieblingsthemen. Ich sage den Leuten, schaut, verschwendet eure Zeit nicht. Sie verstehen Physik nicht. Sie arbeiten an der Subtraktion. Lasst sie. Großartig. Eine großartige Analogie. Leslie, vielen Dank fürs Teilen der Geschichte. Nicht nur, dass du diese Geschichte geteilt hast, sondern auch, was du durchmachen musstest und das Psychologische. Raul hat es dir gesagt, ich meine, sie haben dir gesagt, dass du isoliert sein wirst. Du wirst isoliert sein. Und wirklich, hat mir das gesagt. Und weißt du, was so lustig ist? Sie sagen, weißt du, es wird dich sogar 2 bis 3 Jahre kosten, um körperlich wieder in deinen Körper zu kommen, weil ich so beschädigt war. Ich zeige meine CT-Scans, die ich aus dem Krankenhaus mitgenommen habe. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ich habe es getan. Ich zeige meine CT-Scans heute Neurologen und Radiologen und sie schauen es an und sagen, nein, du solltest tot sein. Ich sage, reingelegt. Aber sie sagten mir, und ich dachte nur, 2 oder 3 Jahre. Was sind 2 oder 3 Jahre? Ja. Nun, wenn du in der irdischen Zeit bist und wie eine Schnecke gehst, sind 2 oder 3 Jahre eine sehr lange Zeit. Sie sagten mir, es würde eine sehr lange Zeit dauern, bevor es wäre eine Last. Lange Zeit. Hast du jemals gedacht, dass es eine Zeit in deinem Leben kommen würde, in der wir solche Gespräche öffentlich führen? Nein, nicht bis ich Ians traf. Nein, ich dachte, es bleibt für immer ein Geheimnis. Es ist sehr interessant, wie diese Gespräche nicht nur mehr akzeptiert werden, sondern die Menschen auch viel faszinierter und interessierter an diesen Geschichten sind. Netflix hat eine Serie gemacht. Und wissen Sie, wer auch mein Leben verändert hat? Dr. Bruce Grayson. Ich hatte Bruce, ja, er ist toll. Ich hatte ihn in der Sendung. Nachdem ich einen Artikel über ihn gelesen hatte, schrieb ich ihm und er antwortete, schickte mir seine Fragebögen. Ich habe 100 Fragebögen bearbeitet. Da ich mich mit Computern nicht auskenne und keinen Drucker habe, hat er sie mir in Papierform geschickt. Da ich Ja- oder Nein-Fragen nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten kann, habe ich viel auf die Rückseite geschrieben. So wurden wir enge Freunde und er hat mir ein schönes Geschenk gemacht. Er gab mir eine so gute Empfehlung für mein Buch. Es war einfach so lieb. Er ist ein großartiger Kerl. Er hat viel verändert und an Lamell festgehalten. Ein weiterer Mann, den ich traf, der mir großartiges Wissen gab. Nun, ich werde Ihnen ein paar Fragen stellen, die ich all meinen Gästen stelle. Wie definieren Sie ein erfülltes Leben? Ich denke, in Frieden zu sein. Es gibt ein schönes Sprichwort, das ich nicht wortwörtlich wiedergeben kann, aber du kennst es sicher. Es besagt, dass Frieden nicht bedeutet, nicht in einem Leben ohne Prüfungen, Tränen, aber Frieden bedeutet, in diesem Leben zu sein und dieses Gefühl des Friedens in sich zu tragen. Für mich war es ein Wendepunkt, als ich lernte, wie man lebt. Ich akzeptiere Mensch zu sein. Ich akzeptiere Mutter zu sein. Ich akzeptiere all die Aufgaben, die ich mache. Ich akzeptiere all das, aber das definiert mich nicht. Für mich liegt die Erfüllung in der Ruhe, im Wissen, Liebe zu empfinden, die Natur zu genießen, Liebe in all ihren Formen zu erkennen. Und das erfüllt mich sehr, und zu wissen, dass es ein Gruppenbewusstsein gibt. Wenn du meditierst,
Wenn du dich einfach beruhigst und dir Frieden wünschst, musst du erkennen. Millionen Menschen tun es gleichzeitig und du knüpfst tatsächlich eine Verbindung. Es ist schön zu wissen und zu spüren, diese Verbindungen zu haben. Viele wirklich gute Menschen auf der Welt setzen sich dafür ein, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und sind daran beteiligt. Auf einer kleinen Ebene kannst du nicht alles weggeben. Es ist wichtig zu lernen, wann man arbeiten und wann man spielen soll, wann man sich entspannen soll, wann man ins Bett gehen und eine Stunde weinen soll. Es geht darum, die Dinge im Gleichgewicht zu halten und immer daran zu denken, dass ich eine unsterbliche Seele bin, hier um Hoffnung zu bringen. Und ich werde es den richtigen Menschen geben. Wenn du in der Zeit zurückreisen könntest und mit deinem jüngeren Ich sprechen würdest, welchen Rat würdest du ihm geben? So viel Unglück und so viel Selbstverurteilung. Ich würde ihr sagen, dass alles gut wird und dass ich jetzt glücklicher bin als je zuvor, weil ich nichts in meinem Leben habe. Ich habe niemanden in meinem Leben, in meinem inneren Reiseleben. Wir haben intime Liebe für Familie, Freunde und Beziehungen. Dann gibt es bedingungslose Liebe. Als ich erkannte, dass bedingungslose Liebe ohne Verletzlichkeit existiert, konnte ich jeden bedingungslos lieben. Aber um mir nahe zu sein, musst du mein Gleichgesinnter sein, in Integrität und Offenheit und Sanftheit. Es geht darum, deinen Stamm zu finden. Und du wirst eines Tages nicht mehr so allein sein. Viele Menschen, genauso neugierig und eigenartig und verrückt wie du, wirst du treffen und viel Spaß haben. Wie definierst du Gott? Es ist unermesslich, es ist unbeschreiblich. Die Intensität der Liebe. Es ist so. Eine Akzeptanz. Und für mich ist Gott nur Liebe. Es gibt kein Urteil, keinen Hass, keine Rachsucht. Wie in vielen verschiedenen Religionen. Gott ist das Reinste. Gefühl. Verehrung und Gefühl, wie man Verehrung empfindet. Wahre Verehrung und im Gegenzug verehrt zu werden, sind die höchste Form der Liebe und totale Akzeptanz. Was ist der ultimative Sinn des Lebens? Wachsen, lernen und wachsen. Ich werde lernen und wachsen, bis ich sterbe. Ich werde mich nie hinsetzen. Im Ruhestand beschließe ich, eine neue Karriere zu starten, indem ich Unterricht nehme und Kunst mache. Mit Abschlüssen in Psychologie und Kunst kehre ich zur Kunst zurück. Der Sinn des Lebens ist, anderen zu helfen. Das Glücklichste ist, wenn wir jemandem ein kleines Stück helfen können und sehen, wie sie es selbst schaffen, sich selbst versorgen können, ohne ständig zurückkommen zu müssen. Der Kern ist, anderen zu helfen und Hoffnung zu geben. Und wo können die Leute mehr über Sie und Ihr Buch erfahren? Oh, auf meiner Webseite, ich habe eine Seite. Ich habe mein Leslie John Lupo vergessen. lesliejohnlupo.com. Mein Buch Jeder Atemzug ist kostbar ist dort zu finden und ich bin tatsächlich auf dem Cover mit den Pferden zu sehen. Sehr schön. Haben Sie eine abschließende Botschaft für das Publikum? Danke, dass ihr zugehört habt. Danke für euer Interesse. Und stellt weiter Fragen, lernt weiter, wachst weiter und gebt nicht auf. Gebt niemals auf. Leslie, vielen Dank, dass du in der Sendung warst und deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich schätze dich. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren und vergessen Sie nicht zu abonnieren.